vor dem Winter bin ich immer so müde. Aus dem Arsch kommen heißt einfach nur so lange an sich selber glauben, bis man sich selber verwirklicht hat. Egal in welcher Form, ob das jetzt Gesang ist, Schauspielerei oder beruflicher Erfolg, das ist aus dem Arsch kommen. Für mich bedeutet es, dass ich was reißen muss und mich nicht damit zufrieden gebe, dass ich so bin, wie ich jetzt bin. Also damals habe ich Arbeit gesucht und bin auf den falschen Menschen reingefallen. Das war ein Arbeitsbetrüger, der hat unfeine Sachen mit mir gemacht und hat Handyverträge auf mich abgeschlossen und hat sich dann nachher verpisst, hat mich gefeuert. Und das Arbeitsamt hat mir das aber als geistige Unreife ausgelegt und mich unter Betreuung gesetzt. Punkt. Also Betreuung in dem Sinne, dass man mir nicht zutraut, dass ich finanzielle Sachen selber regeln kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht selber zum Arzt gehen kann oder selber für meine Gesundheit sorgen muss. Das muss ich alles selber machen, aber ich will wieder meine Rechte zurückhaben. Ich habe ja nicht keinen Bock zu arbeiten. Profi-Gerät für einen Flaschensammler. Der Staat sagt ja, du bist zu dumm dafür. Scheiße, nichts drin. Das ist so ein scheiß Hundeeimer. Der Necki würde da nicht reinleuchten. Ich tue es einfach mal. Du siehst aus wie Tante Hedwig. Ja und? Ja, sag doch mal was wie Tante Hedwig. Gundula Gause und Horst Kleber oder Switch die Verarsche? Ich habe eine Behinderung, das weiß ich. Ich kann vielleicht jetzt auch nicht als Kranführer auf der Baustelle arbeiten oder kann nicht als Bauarbeiter auf dem Hochgerüst stehen. Aber ich würde mir durchaus zutrauen, in einem Büro zu arbeiten. Bei jedem Arbeitsgesuch, das du beim Arbeitsamt machst, wird gesagt, ja, wir wissen nicht genau, ist der Herr jetzt nur physisch krank, also körperlich, oder ist er schon leicht geistig? Die Frage an die Zuschauer, was würdet ihr machen? Würdet ihr euch das gefallen lassen? Diese Frage müsst ihr euch mal stellen. Und diese Frage sollten sich auch die Leute stellen, die da oben hocken. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fights. So in der Art irgendwie, aber Text 100% auswendig weiß ich jetzt auch nicht, aber ist egal, man versteht's. Ich habe gestern einen Brief vom Anwalt bekommen, wo er mich darauf hingewiesen hat, dass er ans Amtsgericht geschrieben hat und gesagt hat, dass die Betreuerin nichts für mich tut. Was sie auch nicht tut. Wenn es Verstöße gegen Paragraphen 1 Absatz 1 gibt bei einer Person, Menschenwürde, Menschenrechte, den sollte eigentlich jeder kennen, der irgendwo auf dem Amt arbeitet. Und wenn da irgendwo auch nur ein geringster Verstoß sichtbar ist und danach so eine Landbehörde meint nach dem Motto, ist uns nicht so wichtig. Das ist das Geld der Steuerzahler, das ist das Geld der hart verdienenden Leute, aber wenn es jemanden kratzt, okay. Ich gehe dagegen vor mit dem Anwalt, weil ich denke nicht, dass das nicht jemanden kratzt. Also was genau machen wir jetzt hier? Wir werden jetzt nach Flaschen gucken. Wir leuchten jetzt in den Mülleimer, was da so alles drin liegt. Und hier unten in der U-Bahn ist immer gut? Ja, schon in der Regel. Ja, klar. Immer gut. Warum? Ja, weil am Wochenende die meisten Leute da was wegschmeißen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Psychiater das gesagt hat, aber vielleicht war es Freud oder noch ein anderer Bekannter. Das heißt, die Ordnung an und für sich ist ein Spiegelbild der Seele. Und eine Beziehung habe ich im Moment auch keine, weil einfach dieses, du bist nichts wert und so weiter, das tut sich ja schon irgendwie einburnen, also einbrennen auf der Festplatte im Kopf, dass man sich dann nachher so viel wert kommt, dass man halt nichts ist. Erstmal muss das Leben, man selber muss sich wohlfühlen. Wenn du sagst, immer andere und alle anderen sind wichtig und du wirst dich für die anderen opfern. Ich meine, wenn du nicht mehr da bist, was für einen Sinn hat denn dann das Ganze für dich? Zum Teil ist es sogar so, dass der Staat gar nicht den Unterschied zwischen physisch und psychisch kennt. Also sprich, ein Angestellter auf der Stadt denkt, jemand, der physisch am Kopf krank ist, der ist Balla. Und dann wird man in eine Schublade gelegt. Und das kann nicht sein.
Was würdest du anderen Leuten raten, die in ähnlichen Problemen stecken wie du selbst? Sich nicht damit abfinden. Auf keinen Fall. Weil, wenn mir eins das Leben gelehrt hat, wenn du auf die Schnauze fliegst und du bleibst liegen, dann hast du verloren. Get up, stand up for your rights, move your ass.